Im letzten Video haben wir uns damit beschäftigt, was Sickness Behavior und Post-Covid gemeinsam haben, und wir haben gesehen, eine ganze Menge. In diesem Video geht es nun darum, was eigentlich PEM, die Post-Exertional Malaise, ist und wie man sie vermeiden kann. Also letztlich geht es um den Wiederaufbau, um durch mehr Aktivität den Körper wieder regenerieren zu können. Das Hauptproblem ist ja, dass bei Post-Covid auf viele körperliche und seelische Belastungen ein Rückschlag erfolgt, was dann zur Ruhe zwingt und wieder dann zum Abbau von Muskeln und von allgemeiner Fitness führt. PEM ist so gesehen ein offensichtlich rätselhaftes Phänomen, bei dem der Körper sich irgendwie schädigt und ständig an Kraft und Durchhaltevermögen verliert. Wir wollen PEM besser verstehen. Vergleichen wir PEM und Sickness Behavior in einem ersten Schritt. Erneut finden wir erhebliche Überschneidungen. Gemeinsam ist vor allem die Erschöpfung und Fatigue, die Zeichen einer Entzündungsreaktion auch im Gehirn, die erhöhten Interleukinwerte, die kognitiven Einschränkungen, die Kreislaufregulationsstörungen und die Immunaktivierung. Aber es gibt auch Unterschiede und natürlich die Auslöser. Beim Sickness Behavior ist das in der Regel eine Infektion. Bei PEM eine körperliche oder geistig-mentale Anstrengung. Die Dauer unterscheidet sich auch. Im einen Fall hält das kurz an und im anderen Fall lang. Die Zytokine steigen ebenfalls bei einer Infektion rasch an, fallen dann aber meistens ab. Bei PEM ist das langsamer, aber länger. Und auch die metabolischen und autonomen Veränderungen unterscheiden sich vor allen Dingen in der Dauer. Zusammengefasst, das eine geht kurz und ist auf die Infektionszeit beschränkt, das andere hält chronisch an. Ansonsten ähneln sich PEM und Sickness Behavior weitgehend. Ausgelöst wird es, wie erwähnt, durch körperliche Aktivität, mentalen oder psychischen Stress. Dabei scheinen die Interleukine, insbesondere Interleukin 1 und 6, aber die seien hier nur stellvertretend genannt, eine große Rolle. Wahrscheinlich spielen viel mehr Interleukine und andere Stoffe eine Rolle. Sowohl durch Sport als auch durch Stress werden diese Botenstoffe freigesetzt und sie triggern damit nicht nur die Aktivierung des Immunsystems, sondern eine viel weitergehende Reaktion, nämlich das Sickness Behavior. Also Rückzug, Schlafbedürfnis, Vermeidung von Lärm und Licht, eine vermehrt depressive Verstimmung, die führt nämlich zur Ruhe, das Bedürfnis, einfach nur die Decke über den Kopf zu ziehen. Diese Reaktion, das haben wir in den letzten Videos gesehen, verstehen wir nicht als Defizit, nicht als Fehlfunktion. Sie geschehen eigentlich in voller Absicht, um einen Heilungsprozess, insbesondere bei Infektionen, zu verbessern. Alle Kraft steht dem Immunsystem zur Verfügung und darüber hinaus werden die Bedingungen für die Regeneration des Körpers insgesamt gefördert. So gesehen wäre also auch PEM ein Heilungsversuch. Hören Sie die 3 Ausrufezeichen? So gesehen wäre also PEM ein Heilungsversuch. Wir haben im letzten Video auch erfahren, dass insbesondere Sport zu einem sehr starken Anstieg der Interleukine führen und ebenso Stress. Doch jetzt stellt sich die spannende Frage, die letztlich entscheidend ist. Warum ist Sport einmal belebend, aktivierend, gesundheitsfördernd, während er bei Post-Covid und PEM genau gegenteilig wirkt? Sport kann ja ebenfalls zu einem drastischen Anstieg der Interleukine führen, aber zieht nur ein relativ kurzes Erholungsbedürfnis nach sich. Danach regeneriert der Körper und wird dann besser. Das wollen wir näher verstehen. In dieser Arbeit hier wird darauf verwiesen, dass die Muskulatur auch als endokrines, also hormonproduzierendes Organ verstanden werden kann. Es wird beschrieben, dass während des Trainings das IL-6 auf das 5 bis auf das 100-fache ansteigen kann, also zwischen 5 und 100 Mal mehr als normal. Je länger, desto intensiver steigen die Interleukine an.
Und auch diese Ausschüttungen der Interleukine sind Absicht. Sie schaffen optimale Stoffwechselbedingungen für hohe Leistung, Energiebereitstellung und auch für eine bessere Regeneration. Sie hören es, auch Regeneration. Doch es gibt dabei große Unterschiede zwischen trainierten und untrainierten Menschen. Durch gutes Training ist der Ruhespiegel der Interleukine niedrig und der Anstieg nicht so hoch. Hier wirkt Interleukin entzündungshemmend. Anders bei Untrainierten, bei denen das Gewebshormon jetzt entzündungsfördernd ist. Der antientzündliche Effekt von Interleukin wird in dieser zusammenfassenden Arbeit über die letzten 20 Jahre geschildert. Auch hier wird der Doppelcharakter der Interleukine dargestellt, entzündungsfördernd und entzündungshemmend. Das Ergebnis: durch regelmäßiges Kraft- und Ausdauertraining nehmen die antientzündlichen Eigenschaften der Interleukine zu. Besonders günstig ist, wenn noch Dehnübungen wie Yoga oder Tai Chi dazukommen. Kurzfristig wirken die Botenstoffe entzündungsfördernd, langfristig führt Sport zum Gegenteil. Diese segensreiche Wirkung von Bewegen wird seit Jahrzehnten bei anderen Erkrankungen eingesetzt, bei der ein überschießendes Immunsystem die Ursache ist, nämlich bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, zum Beispiel bei der rheumatoiden Arthritis. Und das spiegelt sich auch im Motto der größten Patienten-Selbsthilfeorganisation, der Rheumaliga. Das heißt nämlich, die Rheumaliga bewegt. Diese Bewegung ist nicht nur gut für die Beweglichkeit der Gelenke, sie wirkt in sich antientzündlich. Fazit: kurzfristig, vor allen Dingen bei starker Belastung, ist das kritisch und kann Entzündungsreaktionen fördern. Langfristiges Training, Ausdauertraining, Kraft, Dehnübungen sind förderlich, hemmen die übersteigerte Reaktion unseres Immunsystems. Ähnliche Ergebnisse gibt es auch bei CFS, dem chronischen Erschöpfungssyndrom. Da fehlt der Abfall der Entzündungsreaktion nach der Belastung. Und auch in dieser Arbeit wird die Wirkung von IL-6 bei kurz- und langfristigem Training untersucht. Dabei wird unter anderem auf die Wirkung im Gehirn abgehoben. Bei Tieren zum Beispiel führt die Infusion von IL-6 zu einem typischen Sickness Behavior. So, jetzt nochmal mit kurzem Abstand. Wenn wir diesen Gedankengang also auf PEM und Long-Covid anwenden, bedeutet das, die Betroffenen kommen aus einem Zustand nicht heraus, in dem sie mit leider ungünstigen, kurzfristigen Auswirkungen der Interleukine zu kämpfen haben. Jedes Training fördert somit das Sickness Behavior und dadurch bauen sie weiter an Muskulatur ab, weil sie sich schonen, die Kreislaufstabilität wird geringer und auch die mentale, psychische Resilienz nimmt ab. Zumindest von der abgebauten Muskulatur wissen wir doch, dass diese noch stärker die ungünstigen, entzündungsfördernden Eigenschaften triggern. So, jetzt stehen wir ziemlich belämmert da. Zwar wäre Sport super gut, weil so das Immunsystem beruhigt wird, geht aber nicht, weil selbst minimale Belastungen eine Immunaktivierung und damit ein Sickness Behavior auslösen. Nochmal zum Rückblick ein kurzer Übersichtsartikel. Akute und chronische Belastungen begünstigen die Entzündungsreaktion. Moderates, langfristiges Training mit ausreichend Pausen hemmen diese. Was allerdings moderat bzw. Pausen bedeutet, das ist bei Post-Covid was völlig anderes als bei Kerngesunden. Wir kommen zur Therapie und den Wegen aus dem Teufelskreis. Aus diesem Gedanken heraus wurde vor allen Dingen in der Sportmedizin Mainz ein Training entwickelt, das Sie auf unseren Seiten finden. Auf sehr kurze Belastungsphasen von wenigen Sekunden Dauer, folgend ausreichend Entspannungsphasen. Zum Beispiel jeweils eine halbe Minute. Das Ganze wird dann mehrfach in Serien wiederholt und am Anschluss gibt es dann eine längere Pause. Und solche Trainingseinheiten können dann im Verlauf eines Tages mehrfach eingeplant werden, je nachdem, wie belastbar sie sind. Dazu finden Sie schon seit einiger Zeit Ausführungen auf unseren Seiten. Doch ist das alles? Es geht ja letztlich um die Entscheidung, wie ein muskulärer Stimulus und die Freisetzung von Gewebshormonen vom Körper interpretiert und beantwortet werden. Wann entscheidet er sich, dies als Bedrohung zu verstehen, wann als positiven Anreiz, wie eben Sport? Jetzt erinnern Sie sich möglicherweise, auch Stress und Anspannung kann ja zu einem Anstieg der Interleukine führen. Und vielleicht erinnern Sie sich auch,
dass Versuchsteilnehmer die Virusbruchstücke injiziert bekamen und dachten, das wäre lediglich Kochsalz, viel weniger Sickness Behavior entwickelten. Offenbar spielen auch mentale und seelische Einflüsse eine Rolle. Könnten diese nicht therapeutisch genutzt werden? Nun spricht vieles dafür, dass Stress, Anspannung, Schlafmangel, Unsicherheit in allen Lebensbezügen die negative Beurteilung von Muskelaktivität begünstigt. Umgekehrt, Beruhigung, Stabilität, innere Sicher führen eher zu einer positiven Bewertung. Es geht also, diese innere Entscheidung des Körpers zu beeinflussen, dass der unvermeidliche Anstieg der Interleukine anders interpretiert werden. Nicht bedrohlich, nicht Zeichen einer Gewebeschädigung, die unbedingt Ruhe erfordert, sondern eher ein willkommener Wachstumsanreiz. Ein wenig Muskelkater, etwas kürzer treten und danach wird Muskeln aufgebaut. Wie immer ist die Stärke des Reizes nur ein Faktor. Es kommt immer auf die Bedeutung an, die wir diesem Reiz zuordnen. Und diese Bedeutung, daran können wir arbeiten. Doch wie vermitteln Sie Ihrem Körper, dass er doch bitte die gut gemeinten sportlichen Aktivitäten richtig versteht und nicht in eine Art innere Katastrophisierung geht? Darum geht's. Der erste Schritt ist eine gewisse Grundhaltung. Je entspannter, je zuversichtlicher Sie an Ihre Übungen gehen, desto besser. Das lässt sich nicht auf Knopfdruck erreichen, ist aber das Ziel. Ungünstig wäre dagegen die Haltung von Anspannung und innerer Angst. Oh je, was kommt da morgen auf mich zu? Und natürlich spielt auch die negative Vorerfahrung eine Rolle. Wenn Sie immer wieder auf die Nase gefallen sind, ist das viel schwieriger zu überwinden. Dann sollten Sie während einer Belastungsphase Zeiten beachten. Zum Beispiel maximal 30 Sekunden anspannen und danach 30 Sekunden Ruhe. Und nicht mehr als zum Beispiel 60% Ihrer Muskelkraft. Das hängt natürlich von Ihrer Leistungsfähigkeit ab. Gleichzeitig sollten Sie jede Form von Hyperventilation vermeiden. Faustregel, atmen Sie immer durch die Nase. Nach einer Belastung, und jetzt kommt's, da kommt die Pause. Das hatten wir schon bei der Kurzzeitbelastung, die sollte mindestens 30 Sekunden, vielleicht auch länger sein. In diesen Pausen und danach geht es aber darum, auf so vielen Wegen wie möglich Sicherheit und Zutrauen zu vermitteln. Verstehen Sie, jetzt war gerade der Interleukinanstieg und jetzt müssen Sie sagen, alles okay. Das können Sie nicht einfach beschließen. Es geht darum, mit dem Teil des Körpers von Ihnen zu sprechen, der völlig autonom ist, nämlich dem vegetativen oder eben autonomen Nervensystem, das mit rationalen Argumenten rein gar nichts anfangen kann. Stellen Sie sich eher vor, Sie müssten mit einem verängstigten, leicht panischen 2-jährigen Kind reden. Wie gehen Sie praktisch vor? Nach einer Belastung, Interleukinanstieg, ist natürlich Ruhe angesagt. Aber das heißt einfach nicht nichts tun und ins Handy glotzen, sondern diese Periode muss aktiv gestaltet werden. Also am besten hinlegen, um so den Kreislauf von der Arbeit gegen die Schwerkraft zu entlasten. Je nach Temperatur benötigen Sie dann eine wohlig warme Decke, hüllen sich ein. Und dann machen Sie eine Entspannungsübung, zum Beispiel autogenes Training oder eine Achtsamkeitsübung. Ein angenehmer Geruch spricht über die Nase uralte Zentren im Gehirn an und erreichen damit das limbische System. Eine schöne Musik, die Sie berührt und beruhigt, ist beinahe Pflicht. Und dann versuchen Sie zumindest innerlich ein bisschen zu lächeln. Und falls Sie danach noch duschen, zum Beispiel ausgiebig, gegebenenfalls im Sitzen, benutzen Sie ein wunderbares Öl oder Creme, um die Haut ausführlich zu pflegen. Vielleicht schätzen Sie auch einen Massagehandschuh oder erhalten sogar wirklich eine Massage. Perfekt. Abends können Sie dann einen humorvollen Film oder ein Video ansehen, über das Sie herzlich lachen können. Letztendlich geht es immer um das Gleiche. Suchen Sie nach jeder Anspannung einen Weg, um Ihr Inneres wieder zu überzeugen, dass der Interleukinanstieg und viele andere Hormone nicht bedrohlich waren, sondern eher ein Wachstumsanreiz. Das Ganze soll kein krampfhafter Hurra-Optimismus sein.
Es ist eher eine innere Haltung, ein Versuch zur Entspannung und sich ganz in der Gegenwart zu befinden. Sie haben sich angestrengt und jetzt ist Ruhe angesagt. Treten wir nochmals einen Schritt zurück. PEM verstehen wir so, dass nach einer meist körperlichen und gelegentlich emotional-mentalen Belastung der Körper das Allerschlimmste vermutet. Ich bin bedroht, körperlich oder seelisch. Das war jetzt keine sportliche Herausforderung mehr, das war echt bedrohlich. Jetzt ist maximale Ruhigstellung die richtige Lösung, um der Regeneration und dem Immunsystem freie Hand zu lassen. Das ist natürlich im Zweifelsfall tatsächlich besser, lieber einmal zu viel auf die Bremse zu treten, als einmal zu wenig. Doch bei Post-Covid tut unser inneres System das viel zu häufig. Wir können dabei nicht verhindern, dass die Muskeln beim Sport Interleukine abgeben, aber wir können in gewissem Maß dazu beitragen, wie diese Signale anders interpretiert werden. Und dazu müssen Sie das Innere, so gut es geht, beruhigen und gleichzeitig Mut machen. Dazu sollten Sie systematische und beruhigende, entspannende Verfahren auf möglichst vielen Sinnesebenen benutzen. Soweit zu dieser Sichtweise. Was wir nicht erwähnt haben, ist die Rolle von Medikamenten. Ob es Medikamente gibt und die sinnvoll eingesetzt werden, die den Signalweg der Interleukine und anderer Botenstoffe beeinflussen, das müssen wir abwarten. Ebenso ist unerwähnt, ob niedrig dosiertes Cortison oder niedrig dosierte Antidepressiva sinnvoll sind. An der Wirksamkeit der unzähligen Nahrungsergänzungsmittel, die meist in riesigen Mengen eingenommen werden, da haben wir deutliche Zweifel. Ein allerletztes Wort. Es ging in dieser kleinen Folge um Müdigkeit, Erschöpfung, Fatigue, PEM und Post-Covid. Ich hoffe, wir konnten zeigen, dass all diese Gefühle letztlich Warnsignale sind, die auf einen Regenerationsbedarf des Körpers hinweisen. Doch wie alle Warnsignale können sie auch übertrieben stark oder übertrieben häufig ausgelöst werden. Es kommt jetzt darauf an, mit Ruhe, Geduld und Zuversicht daran zu arbeiten, wieder eine Normalisierung der überstarken Warnsignale zu erreichen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.